Hallo meine lieben Gamer, heute zeige ich euch On the Road, ein Truck Simulator, den es bald für die PS4 geben wird, und in diesem Video möchte ich mal der Frage nachgehen, wird das der erste gute Truck Simulator für die PlayStation 4? Los geht's! On the Road ist ja ein Truck Simulator, den es schon seit 2017 im Early Access auf dem PC gibt. Zuletzt ist er jetzt auch endlich in der finalen Phase rausgekommen, oder final für den PC. Und jetzt kommt eben die gute Nachricht. Plötzlich kam vom Entwickler auf Facebook die Ankündigung, hey, das Spiel kommt jetzt auch für die PS4 raus. Und im offiziellen Facebook-Eintrag heißt es dazu, wie ihr vielleicht seht, spielt einer unserer Producer On the Road nicht auf dem PC, sondern auf der PlayStation 4. Das sieht man jetzt natürlich auch im Controller. Wir sind gerade in der finalen Testphase für die PS4 und die Xbox One-Version, bevor diese zu den jeweiligen Plattformen zum Testen geht. Tja, das Warten hat bald ein Ende, heißt es. Und ich bin gespannt. Es gibt nämlich noch keinen Termin, keinen fixen Termin, wann das rauskommt. Sicher ist nur, es kommt eben für die Konsolen raus, für die Xbox und die PlayStation. Und in dem Video schauen wir uns einfach mal ein bisschen genauer an, was ihr in diesem Truck Simulator machen könnt. Ich habe hier nämlich die PC-Version am Laufen, die ja eigentlich schon relativ stabil läuft. Also, On the Road ist ein Truck Simulator, der komplett ausschließlich in Deutschland spielt. Ihr habt, ich sage jetzt mal, alle großen deutschen Städte mit dabei. Insgesamt 15 Städte könnt ihr ansteuern. Und insgesamt habt ihr 6500 Kilometer Streckennetz. Das ist ganz schön viel. Wir schauen uns nachher vielleicht auch noch kurz auf der Karte das Ganze an. Und ihr habt eine interessante Spielmechanik, die ein wenig mehr bietet als der Euro Truck Simulator 2. Denn ihr könnt aus eurem Truck aussteigen. Ja? Wenn ihr nämlich beispielsweise an eurem Zielort ankommt und einen Auftrag angenommen habt, holt ihr beispielsweise hier erstmal kurz die Frachtpapiere, macht hinten eure Ladefläche auf, die Frachttüren, und dann fahrt ihr mit eurem Truck rückwärts quasi an die Laderampe ran. Das kennt man auch eigentlich aus normalen Truck-Simulatoren. Neu ist eben, oder was heißt neu, also ungewohnt bzw. ja, innovativ ist, dass man eben aussteigen muss. Also nicht nur kann, sondern muss, damit man eben hinten seinen Truck öffnen kann und auch für diverse andere Tätigkeiten machen kann. Zum Beispiel müsst ihr auch aussteigen, um zu tanken. Müsst ihr auch aus dem Truck raus, müsst ihr zum Tank hinlaufen und ihn entsprechend auftanken. In dem Fall ist jetzt so, dass die Fracht automatisch verladen wird. Und allerdings müssen wir jetzt doch wieder von selber manuell die Frachttüren schließen. Das finde ich ein schönes, nettes Element, das auch ein bisschen Abwechslung bringt. Vor allen Dingen, weil ihr jetzt eben ja, ich sage jetzt mal, sehr lange im Truck unterwegs seid, und dann ist es natürlich schön, wenn man ein bisschen aussteigen kann und zumindest virtuell sich die Beine vertreten kann. Wir haben jetzt hier eine Fracht angenommen, und zwar sind wir hier in Berlin und ja, fahren mit dieser Fracht zum Zielort und laden die dort ab. Und währenddessen kann ich euch ein bisschen was über das Spiel noch weiter erzählen. Gleich eins vorweg, das wollte ich vorhin schon eigentlich einleitend sagen. On the Road ist natürlich keine echte Konkurrenz zum Euro Truck Simulator 2 oder zum American Truck Simulator. Diese letztgenannten Simulatoren, die spielen in ihrer eigenen Liga, und da wird auch auf absehbare Zeit nichts hinkommen an die. Weil die sind einfach so ausgereift und polished, dass man, da kommt einfach niemand dagegen an. Ja? Da kann kein anderer Simulator dagegen anstinken. Aber On the Road ist zumindest ein Simulator, der für Konsole kommt. Im Gegensatz zum Euro Truck Simulator, der scheinbar nie mehr auf Konsole kommt. Also zumindest habe ich die Hoffnung inzwischen aufgegeben. Und ja, wir haben in dem Spiel leider nur zwei Hersteller, nämlich MAN und Scania. Ihr habt ein eigenes Frachtunternehmen oder Logistikunternehmen, und mit dem sollt ihr einfach, fahrt ihr selber und ihr stellt auch Fahrer ein. Und am Anfang habt ihr die Wahl, was ihr jetzt erstmal lieber haben wollt als Grundausrüstung, eben einen Scania einen Scania R oder einen MAN TGX. Und die gibt es dann in zwei Versionen, beziehungsweise mehreren Versionen, einmal als Sattelzug oder eben mit einem Kofferaufbau. Und vor allen Dingen am Anfang fahrt ihr eben zuerst mal mit dem Standard-Kofferaufbau. Das gibt es im Euro Truck zum Beispiel auch nicht. Da gibt's im Euro Truck Simulator gibt es ja nur Sattelzüge. Quasi, wo ihr separate Anhänger dran ankuppelt. Das gibt es dann allerdings ja auch.
Wir haben, wie erwähnt, ein großes Streckennetz und natürlich die entsprechenden Ampeln, Autobahnauffahrten und auch originalgetreue Schilder, so wie man die eben hier kennt von den hiesigen Autobahnen. Und ja, jetzt hier zum Beispiel fahren wir gleich mal auf die Autobahn und versuchen natürlich auch dem Navi zu folgen. Ihr habt auch ein Navi, das sieht hier eigentlich aus wie im Euro Truck Simulator, ganz ehrlich. Das wurde schon ein bisschen nachgebaut, aber ist in dem Fall natürlich eine gute Sache, weil man kann das ja irgendwie besser, es ist besser gut kopiert als schlecht selbst gemacht irgendwo. Die Strecken, muss ich sagen, sind überraschend lange. Also ihr fahrt richtig lange von einer Stadt zur anderen. Ich weiß nicht genau, was für einen Maßstab das Ganze hier hat. Aber es ist gigantisch groß. Also es ist so, dass es sind nicht nur ein paar Minuten, wo ihr fahrt, es ist eher so halbe Stunde oder so. Also es dauert wirklich ewig, bis ihr irgendwo an eurem Zielort rankommt. Hier haben wir noch ein bisschen die Außenansicht, mit der ihr natürlich auch euch umsehen könnt und die Grafik, ich sag mal, die schwankende Grafikqualität bewundern könnt. Teilweise gibt es fette Pop-ups im Hintergrund. Teilweise aber sieht es komplett stimmig aus, vor allen Dingen bei den Autobahnauffahrten. Das ist alles schön originalgetreu, das gefällt mir echt gut. Was mir weniger gut gefällt, man sieht fett am Lenkrad. Die Steuerung ist sehr, ja, ich will mal sagen schwammig, die ist relativ indirekt. Und ich habe das jetzt ausprobiert, vor allen Dingen mit Controller, weil es auch mit Controller steuerbar ist. Es gibt auch extra im Optionsmenü. Man kann entweder mit Tastatur, mit Controller oder mit einem Lenkrad spielen. Und ich tue mir echt schwer, den Truck vernünftig auszurichten und in der Spur zu halten. Es ist echt relativ anstrengend ein bisschen. Oder ja, doch eigentlich anstrengend. Der Truck hat einfach so ein komisches, indirektes Fahrgefühl. Man hat nie so ein richtig gutes Gefühl für diesen eigenen Truck, was echt komisch ist, weil eigentlich seit über 2 Jahren oder eigentlich schon seit 3 Jahren patcht der Entwickler hier immer weiter das Spiel. Es ist nämlich so, dass, wie gesagt, das Spiel gab es ja schon länger im Early Access und das war von Anfang an schon ein bisschen relativ unausgereift. Es kam relativ unausgereift raus, das Spiel. Oh, klar, weil es Early Access ist und sie haben in der Zwischenzeit sehr viel gepatcht. Aber trotzdem ist vor allen Dingen das Fahrverhalten nach wie vor irgendwo schwammig. Ich bin sehr gespannt, wie das Ganze sich am Controller anfühlen wird auf Konsole. Und mal sehen. Großes Problem finde ich auch, es ist deshalb auch relativ schwer, hier beispielsweise rückwärts zu rangieren, wenn ihr mit einem Truck, vor allen Dingen mit einem Sattelzug und einem Anhänger ziemlich exakt rangieren müsst. In den Verladebereich, weil das ist sehr, ich sag mal, picky, dass ihr ihr müsst ziemlich exakt stehen, damit das Ganze funktioniert. Hier seht ihr übrigens auch eine der Neuerungen im Spiel. Der Auflieger hier, das ist ein Tiertransporter tatsächlich. Was man jetzt natürlich darüber streiten kann, warum, weshalb, wieso. Nichtsdestotrotz könnt ihr quasi hier Tiere transportieren. Und da könnt ihr eben auch hinten die Ladefläche aufmachen, das Gatter aufmachen und dann entsprechend kommen die Tiere quasi, die laufen automatisch in den Truck hinein und ihr bringt die ganze Fracht dann eben zum nächsten Bauernhof. Ich hoffe nicht zum nächsten Schlachthof oder so, aber sah zumindest immer aus, als würde man es von einem Bauernhof zum anderen transportieren, das Ganze. Und wie erwähnt, müsst ihr eben zum B- und Entladen aus eurem Truck raus, zu Fuß rumlaufen und entsprechend die Türen öffnen, schließen und so weiter, damit das Ganze funktioniert. Und das ist, wie gesagt, eigentlich ein nettes Feature, dass das hier eingebaut ist. In dem Fall hier haben wir jetzt unsere Fracht eingeladen und jetzt können wir den Laden zumachen und dann entsprechend gleich loszischen zu unserem Ziel. Natürlich erst nachdem wir diesen Auftrag angenommen haben über die Karte. Es ist nämlich so, dass ihr über die Karte eure Touren plant und überall seht, wo es Aufträge gibt und wo die hin müssen. Und dazu gibt es eben, wie erwähnt, hier ist die Deutschlandkarte mit 15 Städten insgesamt. Und da eben sind auch die Innenstädte halbwegs originalgetreu umgesetzt. Natürlich nicht komplett, weil es wäre das Ganze viel zu krass, sondern ein paar Straßenzüge, ähnlich auch wie beim Euro Truck Simulator. Allerdings sind hier die Städte gefühlt größer angelegt, deutlich größer. Hier zum Beispiel können wir eben verschiedene Händler bzw. Unternehmen anklicken und eben schauen, ob wir für die irgendwas verfrachten können.
Das Schöne ist, ihr könnt beispielsweise hier bestimmte Paletten mitnehmen und ihr seid allerdings nicht auf einen Auftrag beschränkt. Ihr könnt, wenn es die Tour erlaubt, gleich mehrere Frachten mitnehmen und die entsprechend ausliefern. Das heißt, dass ihr möglichst wenig leer herumfahrt, sondern dass ihr möglichst mit viel von eurem Stauraum voll macht. Und damit sich das Ganze auch lohnt. Weil wie gesagt, die Touren sind relativ lange. Und nach einer langen Tour kommt ihr da auch natürlich auch irgendwann an. Das Spiel, das ist auch sehr schön, es hat einen dynamischen Tag-Nacht-Modus. Die Tage sind relativ lange, glaube ich. Es hat auch ein dynamisches Wetter, es kann zwischendurch mal regnen. Auch ganz wie beim Euro Truck Simulator. Und natürlich beleuchtete Anzeigen und so weiter. Originalgetreues Cockpit ist natürlich auch mit dabei. Außenansicht und Cockpit-Ansicht natürlich. Und natürlich die erwähnte leicht schwammige Steuerung, mit der ihr echt aufpassen müsst, denn die KI, der ganze Straßenverkehr, nimmt mir nicht besonders viel Rücksicht auf euch. Da hat der Entwickler schon viel gemacht und die KI verbessert. Allerdings ist es immer noch so, dass euch öfter einfach die Wagen oder andere Autos einfach in euch reinfahren. Und zwar nicht, weil ihr euch reindrängelt, sondern ihr steht einfach oder ihr seid schon mitten in der Kreuzung drin und trotzdem rauscht in euch irgendein Wagen rein. Das ist echt fett ärgerlich, vor allen Dingen, weil das Ganze natürlich auf Kosten der Fracht geht. Die Fracht wird dadurch beschädigt. Und das ist natürlich dumm, weil natürlich da gibt es natürlich entsprechende Abzüge, wenn ihr die Fracht beschädigt abgebt. Was ich echt schön finde und was echt genial ist, dass ihr eben nicht nur selber fahrt, sondern eben eure eigene Spedition aufbaut. Das heißt, ihr habt eben nicht nur euren eigenen Truck, sondern ihr kauft dann auch andere Trucks, weitere, und ihr stellt auch Fahrer ein. Und die Fahrer, die fahren nicht automatisch, sondern denen teilt ihr auch bestimmte Touren zu, bestimmte Routen, die sie fahren sollen. Dadurch, ihr nehmt quasi bestimmte Aufträge an und sagt aber, bestimmt quasi, dass nicht ihr das fahrt, sondern dass euer Mitarbeiter das Ganze fahren soll. Und entsprechend kauft ihr dann eben einen größeren Fuhrpark und Anhänger und könnt dann eben entsprechend das Ganze ausbauen und eben entsprechend auch Geld machen. Ich bin jetzt, wie gesagt, sehr, sehr gespannt, wie die Umsetzung auf PS4 und auf der Xbox wird, vor allen Dingen technisch. Denn hier läuft das Ganze natürlich wunderbar glatt auf einer 1080 Grafikkarte. Das Ganze läuft auf der Unity Engine, das heißt, es sollte sich relativ einfach portieren lassen auf Konsolenplattformen. Aber ich bin mal gespannt, wie hoch der grafische Detailgrad wirklich sein wird, weil hier haben wir jetzt ich sag mal jetzt mal, relativ scharfe Grafik. Ich hoffe, dass das rettet sich halbwegs auf die Konsole mit rüber. Und das jetzt mal aktuell von On the Road. Wie gesagt, es gibt noch kein Erscheinungsdatum. Sicher ist nur, es wird kommen. Ich schätze, es wird mit Glück diesen Sommer noch kommen. Vielleicht eher auch im Herbst. Mal gucken. Und es gibt einige Dinge, die mir eben nicht gefallen. Die größten zwei Mankos sind halt bisher die Steuerung, die echt komisch schwammig ist. Und das zweite sind eben die KI-Fahrer, der Straßenverkehr, der auch zwar vorhanden ist und für Realismus sorgt, allerdings der eben relativ rücksichtslos agiert. Was mir dagegen eben gut gefällt, ist, dass man zum Beispiel jetzt eben ein großes deutsches Streckennetz hat, mit den ganzen Autobahnen, mit den bekannten Städten vor allen Dingen, weil das ist quasi nichts Fiktives, keine fiktive Spielwelt, sondern eine echte Spielwelt oder eine der Realität nachgebildete Spielwelt. Und natürlich, dass es eben originalgetreue Hersteller gibt, also Truckhersteller, MAN und Scania. Leider nur die beiden und leider ist die Auswahl jetzt echt sehr, sehr beschränkt dahingehend. Aber naja, was mir dafür wiederum gefällt, ist eben, dass man aussteigen kann, dass man aussteigen muss, dass man verschiedene Tätigkeiten machen muss außerhalb vom Truck und dass man eben nicht nur eben B- und entlädt, sondern auch mal zum Tanken muss und dort eben sich die Beine vertreten kann, wenn man will. Und das, meine lieben Leute, das jetzt erstmal von On the Road. Ich bin wirklich gespannt drauf. Könnt gerne auch eure Meinung unten in den Kommentaren reinschreiben. Und dann hoffe ich, dass das Video hier hilfreich war und wir sehen uns sehr gerne beim nächsten Video hier auf diesem Kanal. Macht's gut, bis dahin.